Suchst du dir eine Offroad-Route raus? Ja, heute geht's zu den Rock Flats, heißen die, glaube ich, oder Racing Track. Racing Track, ja genau, da wo die Steine dann so rollen. Und ja, ich betreibe jetzt gerade ein bisschen Research, also ich schaue mal, wo die ganzen Routen durchführen. Und habe jetzt auf den Fotos gesehen, dass das alles so Jeep Wranglers sind und so. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Biggie da durchkommen. Wir navigieren ja dann oft Offroad mit Gaia, weil da ist ja nicht mehr auf Google Maps drauf, Offroad. Und momentan sieht es ein bisschen kritisch aus, weil ich habe nur kleine Fahrzeuge, also kleinere Fahrzeuge gesehen. Und ja, aber wir wagen es trotzdem mal und fahren soweit wir kommen. In Amerika ist zurzeit gerade der Shutdown und deswegen sind die Nationalparks offen, in denen denn wir bis jetzt waren. Aber teils sind Straßen gesperrt, sowie auch die Straße, wo wir eigentlich hin wollten zu diesem Racing Track. Und ja, da wir ja ein 6x6 haben, können wir da Offroad hin. Aber man merkt schon ein bisschen die Auswirkungen von diesem Shutdown, weil teils einfach Orte nicht mehr zugänglich sind in den Nationalparks, weil dort Straßenrenovationen stattgefunden hätten, die sie jetzt einstellen mussten. Und ja, jetzt sind wir happy, haben wir so ein Fahrzeug. Ob wir dorthin kommen, wissen wir noch nicht. Aber wir steuern die Richtung mal an. Oh, Leute, sieht so schlimm aus hier drin. So schlimm hat es, glaube ich, noch nie ausgesehen. Aber man muss ja auch ein bisschen die Realität zeigen, ne? Ja, das ist so. Ja, wir haben hier die ganzen Ersatzteile von Bliss mit den Wasserfiltern und alles, was wir von Denver mitgenommen haben, was wir eigentlich unbedingt dann mal austauschen sollten. Aber es war bis jetzt irgendwie nicht der optimale Zeitpunkt. Und ja, da das Wetter die ganze Zeit wechselt, haben wir hier lange Hosen, Jacken, Regenjacken, Windjacken. Wir könnten jetzt auch hier vorne leben. Aber bevor es losgeht, hier noch ein paar Fakten zum Death Valley. Das Death Valley umfasst rund 1,37 Millionen Hektar Land. Damit ist es einer der größten Nationalparks der USA. Es liegt größtenteils unter dem Meeresspiegel. Der tiefste Punkt befindet sich 86 Meter darunter. Hier herrschen extreme Bedingungen. Im Sommer werden Temperaturen von über 50 Grad gemessen. Der Hitzerekord liegt bei 56,7 Grad Celsius. Der höchste je auf Erde registrierte Wert. Doch das vielleicht beeindruckendste ist das Alter dieser Landschaft. Einige der Gesteine im Tal des Todes sind über 1,7 Milliarden Jahre alt. Sie zählen zu den ältesten Gesteinen Nordamerikas. Wir sind mit fast 20 Tonnen unterwegs. Eine Bergung im Death Valley wäre also nicht so einfach. Das ist uns bei jedem Offroad-Abenteuer bewusst. Wir fahren solche Strecken nicht unvorbereitet, sondern planen genau Route, Wetter und Untergrund.
So wissen wir, worauf wir uns einlassen. Irgendwann an diesem Berg sehe ich im Rückspiegel, wie unsere Hinterachse leicht abrutscht. Für mich ist in diesem Moment klar, das ist die Grenze. Mein Bauchgefühl sagt ganz deutlich, hier ist Schluss. Also heißt es rund 10 Kilometer rückwärts den Berg hinunter. In solchen Momenten vergessen wir völlig, die Kamera hervorzuholen. Thiago ist voll aufs Fahren konzentriert und ich darauf, dass wir nicht abstürzen. Für rund 40 Kilometer waren wir fast 4 Stunden unterwegs. Jetzt gönnen wir uns erstmal einen schönen Stellplatz. Wir nutzen die trockene Wüstenluft, um Wäsche zu waschen. So Leute, herzlich willkommen aus dem Desert. Wieder mal. Meine Frau hat eine Überraschung für mich gehabt. Sie hat gesagt, ich soll rausgehen. Naja, auch eine tolle Überraschung, hä? Jetzt muss ich da schauen, ob das alles hier so überall so ein bisschen verteilt und schon trocken ist, nehme ich mal an. Das wird meine Aufgabe sein jetzt. Nach dem ganzen Durchgeschüttle haben wir erstaunlich gut geschlafen. Heute geht's alles wieder zurück. Thiago wäre bestimmt noch weiter hochgefahren, aber es bringt ja nichts, wenn einer von uns nicht mehr will.
Es braucht schon viel Vertrauen in sein Fahrzeug, um solche abgeschiedenen Strecken zu fahren. Aber unser LKW hat einmal mehr bewiesen, dass er dieses Vertrauen absolut verdient. Genauso wie sein Fahrer. Es ist soweit, wir sind wieder zurück auf asphaltierten Straßen. Sehr zur Freuden von Manuela. Ja, Gott sei Dank. Ich habe mich noch nie so gefreut, wieder zurück zu sein. Ich bin ein bisschen traurig, ehrlicherweise, weil mir hat das richtig gut gefallen, hier den Offroad-Track zu fahren. Es war richtig cool. Teilweise ein bisschen knapp, ja, der Größe geschuldet, aber das war trotzdem richtig cool. Ja, Mann, ich habe das Ganze aufgezeichnet mit Gaia. Also schon wahnsinnig, was wir gefahren sind. 1700 Höhenmeter hoch und wieder 1700 wieder runter. Also das ist ja schon jetzt die Gesamtzeit, wo wir jetzt Offroad unterwegs waren. Ich glaube es, jetzt macht es nicht auf. Wir sind 6 Stunden 37 waren wir jetzt Offroad unterwegs. Und es war richtig intensiv, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Teilweise eben, wie bereits gesagt, ein wenig knapp. Aber es war wirklich auch sehr lehrreich für mich. Ich hatte richtig Freude, weil ich liebe das Offroad-Fahren. Und ja, wie hat dir die Etappe so gefallen? Erzähl mal den Leuten. Ich war schon besser drauf beim Offroad-Fahren. Ja, irgendwie hat bei mir von Anfang an das Bauchgefühl nicht so gestimmt. Und wir sind dann weiter und weiter und den Berg hoch und irgendwann wusste ich nicht mehr, ob das sich... Also es hat sich alles nicht so gut angefühlt, obwohl Thiago ist ein Top-Driver. Aber als es dann steil wurde und wir den Berg hochfuhren, sind wir einmal nicht gut um die Kurve gekommen und ich habe nur gesehen, wie die hintere Achse schon so ein bisschen das Loch runtergeht und rechts gab es so einen steilen Abhang und da war bei mir vorbei. Da musste Thiago so rückwärts zurückfahren, bis wir dann wieder kehren konnten und dann, ja, dann war es wirklich gut für mich. Aber Thiago wäre bestimmt bis hochgekommen. Ja, was heißt hier bis hochgekommen? Ich habe ja keine Ahnung, wie die Strecke dann weiter nach oben ausgesehen hätte. Aber wir sind ein Team und wenn jemand aus dem Team sich nicht mehr wohlfühlt, dann geht es einfach nicht weiter. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Offroad-Bereich. Wenn man sich jemand nicht mehr wohlfühlt, dann muss man anhalten oder respektive dann jetzt in unserem Fall umdrehen, weil es hat keinen Sinn, da Ängste auszulösen oder sonst irgendwas. Naja, auf jeden Fall, wir sind lebendig zurück. Big ist, soweit ich bis jetzt gesehen habe, wieder ganz oder respektive, was heißt hier wieder ganz? Immer noch ganz. Und jetzt geht's zum nächsten Spot. Wow! Steht euch das falsch, weil ich noch mal zieht, aber das ist... Wow! Wie der hier durchs Tal donnert. Wow! So ein Zufall jetzt gerade. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ah, ja, wir gehen jetzt Richtung Visitor Center und von da aus gehen wir dann noch ganz wenig Offroader für den nächsten Schlafplatz hier im Death Valley. Und dann ist die Omnisee oder Liebe mit Death Valley dann auch schon bald wieder vorbei.
und wir gehen ein Haus weiter. Freunde, seid ihr noch da? Oder war euch das zu viel Geröll und Abgrund? Wir hoffen nicht. Uns hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, euch mal auf sowas mitzunehmen. Auch wenn wir ehrlich sagen müssen, wir waren teilweise so drin im Fahren, dass wir glatt vergessen haben zu filmen. Zum Beispiel, als uns am Berg eine ganze Jeep-Gruppe entgegengekommen ist. Sowas nervt uns heute noch ein bisschen. Aber hey, wir lernen ja noch. Sagt uns unbedingt, ob euch solche Offroad-Videos gefallen. Die nächste Woche nehmen wir euch mit nach Utah. Da geht's nochmal richtig hoch hinaus, auf den Backcountry Discovery Routes. Stay tuned, danke fürs Einschalten und wir sehen uns nächsten Sonntag.